und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Schön, dass ihr da seid. Ich habe ein bisschen eingekauft und zwar 2 Sachen im Teddy und eine Sache bei uns im Center Shop heißt der. Habe ich noch mal ein Bildchen geholt. Ja, das wollte ich euch heute mal zeigen. Es sind noch mehr Bilder da oder neuere Bilder da, aber bei mir waren alles so gut wie abgegrast. Von den Schlüsselanhängern seht ihr, da habe ich mir hier diese kleine Eule ausgesucht. Das war jetzt für 2 Euro. Meine Tochter hat gemeint, die wird gut an den Ranzen passen und deswegen haben wir uns die mitgenommen. Ja. Ach ja, ist klein, ist aber in Ordnung. Für 2 Euro ist das okay. Ich bin gerade am gucken, irgendwie sehe ich da die Folie nicht drauf. Die ist diesmal sehr gut draufgelegt, also genau passend. Steht nichts über. Klebkraft ist super. Die ist doch ganz goldig, die kleine Eule. Ihr habt hier dann alles mit dabei, das steht aber auch drauf. Alle benötigten Materialien enthalten. Also von daher, ihr seht es, ein kleines Toolkit, völlig ausreichend hier für das kleine Eulchen. Da war auch noch ein Cupcake da. Und sonst war bei uns nichts mehr. Der Cupcake war auch nur noch einmal da. Aber meine Tochter hat gesagt, die Eule gefällt ihr besser. Ihr seht es hier, so ein kleiner goldener Karabiner mit der Kette dabei zum Festmachen. Ein kleines Schiffchen, ein grünes, ein Wachsplättchen und ein Stift. Das ist aber auch super, das reicht vollkommen aus, um das kleine Eulchen zu painten. Es sind Strasssteinchen dabei. Ihr seht es in Rosatönen, ein bisschen schwarz, silber und ein bisschen orange. Und es ist auch genug von allem dabei. Denn wenn ihr seht, das Orange, das ist nur hier ein bisschen im Schnabel und hier unten die Füßchen. Und da habt ihr einige Steinchen. Also das reicht vollkommen aus. Ja. Ihr habt direkt hier die Symbole. Das P ist das P auch hier. Also sonst habt ihr keine Legende. Aber ich denke mal, damit kommt jeder soweit klar. Das hier unten ist wahrscheinlich sozusagen die Nummer von der Eule. Die ID von der Eule. Die steht jetzt hier auf der Eule nicht drauf. Ich glaube aber auch hier steht sie nicht drauf. Nee. Aber das kann man sicher dann notieren, wenn man es getrennt voneinander wegpacken möchte. Schlüsselanhänger Eule. Und dann weiß man das. Ja, ganz goldig finde ich jetzt. Also für 2 Euro. Naja gut, hätte ein bisschen größer sein können. Also ich dachte, die ist ein bisschen größer. Aber ja, es ist okay. No. Dann haben wir noch aus dem Teddy
ein kleines Pilzbild. Das hat 8 Euro gekostet. Und das hat mich schon interessiert, weil es hat eckige Steinchen. Es soll eine Größe von 40 x 50 haben. Hier seht ihr nochmal die Anleitung, wie Diamond Painting funktioniert. Und ja, holen wir mal raus. Das war's. Also wir haben wirklich eckige Steinchen, wie es ja drauf stand. Die lege ich gerade mal rüber. Ein kleiner Knick. Wir haben ein kleines Toolkit mit dabei, Schiffchen, Einzelaufsetzer mit Stift und 2 Plättchen Wachs. Also auch völlig ausreichend dafür. Die Leinwand ist so eine bisschen festere, ein bisschen starrer, aber völlig in Ordnung. Ich lege die gerade mal kurz fest. Ja, hier habt ihr noch, das ist ja goldig, die Legende, einmal das Bild, sowie die Nummer von den Tütchen wahrscheinlich. Ja, die Nummer von den Tütchen und das Painting-Symbol. Und hier habt ihr sogar noch die DMC-Nummer dabei. Ihr seht, wir haben 17 Farben in eckig. Ist eine schöne Leinwand, die glitzert so ein bisschen. Da bin ich auch so ein optisches Opfer sozusagen, weil das gefällt mir dann schon so ein bisschen. Weiß nicht, wie geht es da euch? Wird ähnlich sein. Das ist gegossener Kleber. Wunderbar. Die Folie ist eine schöne feste Folie. Das ist schon super. Ich meine, für 8 Euro ist das wirklich toll. Ich denke mal, wenn man sich die Leinwand, ihr habt es gesehen, die rollt sich ein bisschen. Aber das ist auch, weil die halt ein bisschen fester ist, ein bisschen starrer ist. Wenn ihr das liegen lasst, denke ich mal, wird sich das geben. Oder ihr rollt es verkehrt rum auf, dann gibt sich das auch. Ja, doch, ist ganz süß. Ihr habt hier unten ein bisschen, ja, ein bisschen Konfetti. Es ist nicht viel. Und hier oben das Schwarz ist halt schon Color Blocking. Ja, ich mache euch mal die Folie ein bisschen ab, dann seht ihr das besser. Sonst spiegelt das so vom Lichtschein her. Ja. Und den Druck kann man doch super erkennen. Der ist schön lesbar. Wirklich toll. Hätte ich jetzt nicht gedacht für die 8 Euro. Schön. Das ist doch schon ein schönes Pilzbild. Schauen wir uns mal die Steinchen an. Wir haben, ich mal gerade gucken, wo es startet. Es startet bei der 2, ist das richtig? Nein. Also wir haben hier die 2, das ist die 310, davon haben wir sehr, sehr viele Päckchen. Das sind, ja, ihr seht es, der Punkt in der Mitte, das sind Acrylsteinchen.
wahrscheinlich gar nicht so gut. Und sie sind ein bisschen staubig. Aber das kann man ja waschen. Das ist nicht so gravierend. Aber es startet mit der 2. Die 1 ist dann garantiert irgendwo versteckt. Das hier unten, also die 2 ist dieses, Moment, ich zeige es euch auf der Legende, ist hier unsere Nummer und das ist das Symbol M und die 310. Davon haben wir ganz, ganz viele, weil der ganze Hintergrund ist schwarz. Ah, ich hatte es verkehrt rum und hier ist die 1. Ein schönes Rot. Ja. Also schwarz haben wir ausreichend. Und dann sozusagen die Farben für die Pilze und die Gräser. Ich finde jetzt dafür, dass das ja Acrylsteinchen sind, sehen sie trotzdem so in dem Tütchen sehr gut aus. Also da kann man nicht meckern. Ja, 17 Farben. Schön. Finde ich jetzt nicht schlecht. Vor allen Dingen, ihr habt ja hier so nicht diesen weißen Rand wie sonst. Ich meine, die Leinwand ist nicht abgesteppt, das ist auch richtig. Aber das ist in Ordnung. Ich finde es jetzt vollkommen für den Preis okay. Was ich ja goldig finde, ist hier das mit der Legende. Die kann man sich, wenn man das möchte, so in sein Journal kleben oder in sein Logbook kleben, wie man möchte. Kann ja hier das Bildchen ausschneiden oder vielleicht das Bildchen hier vom Karton. Ihr seht es, da ist noch so eine süße Schnecke und so 2 Nachtfalter sind mit dabei. Was ich auch immer schön finde hier beim Teddy ist, dass sie es schon sozusagen als Vorschau, wie es nachher aussehen wird, ungefähr auf dem Karton gedruckt haben, weil das hier ist einmal schon fertig gelegt und so ist es gezeichnet. Finde ich jetzt nicht schlecht, finde ich ganz süß. Auch die hellen Symbole sind gut lesbar. Also das M, die anderen auf den hellen Flächen sind dunkel gedruckt. Es ist auch alles vertreten von Buchstaben bis zu den Symbolen. Ich glaube, Zahlen haben wir nicht. Genau, Buchstaben und Symbole. Das ist auch mal ganz schön. Ja, das waren die 2 Sachen, die ich mir aus dem Teddy geholt hatte. Und dann habe ich, wie gesagt, noch hier das einmal ein Komplettset. Da ist drin die Leinwand, der Stift, der Wachs, das Schiffchen und die Steinchen. Hier hinten seht ihr nochmal, wie alles funktioniert. Nochmal das Originalbild, aber schon gelegt sozusagen. Genauso wie hier sieht man es einmal, wie es fertig gelegt ist und einmal, wie es fotografiert wurde. Ne? Die Maße, da können wir auch noch bei dem anderen Bild gucken, ist 40 x 50. Ihr könnt nochmal nachmessen, ob das so zutrifft. Ich hole jetzt mal gerade diese Leinwand raus.
Und dann können wir sie uns anschauen. Karton ist leer. Die glitzert auch schon. Ja, aber der Druck so rum, ihr seht, es ist wirklich, wirklich gut. Hier haben wir eine Legende. Hier unten sehen wir nochmal, wie alles funktioniert. Auch nochmal in schriftlicher Form auf Deutsch. Ja, ist auch eine feste Leinwand, aber nicht so fest wie vom Teddy. Also die vom Teddy ist definitiv fester. Wir haben drin ein Standard-Toolkit mit 2 Plättchen Wachs und die Stifte in Rund noch einmal separat abgepackt. Schauen wir uns gleich an. Gut, das kann sich auslegen, macht er einfach wieder gerade und dann wird das schon. Wir haben rechts und links eine Legende. Einmal mit der Nummer, der Painting-Nummer, dem Painting-Symbol und der DMC-Nummer. Wir haben 29 Farben und wir haben Zahlen, Buchstaben und 2 Symbole. Die Folie ist eine sachtere, dünnere Folie. Und von den Farben her, ihr seht es, viel Blau, ein bisschen Rot, aber mehr dunklere Töne. Hier oben haben wir nochmal das Bild sowie die Bildnummer und die Größe. Diese Bildnummer ist auch auf den Steinchen, das sehen wir aber gleich nochmal, wenn ich euch die Steinchen nochmal zeige. Klebkraft ist wirklich top, ist sehr gut. Und das hier hat gekostet, ich glaube, 5 Euro. 4,99 €. Hier steht aber leider nichts auf dem Karton drauf. Aber das hat 4,99 € gekostet. Das weiß ich nämlich noch so genau, weil ich hatte sonst nichts im Center Shop. Und habe mit dem 5-Euro-Schein hatte ich bezahlt. Deswegen ist mir das im Gedächtnis geblieben. So, es ist auch gegossener Kleber. Sehr schön. Und das Bild an sich, ihr seht es, das fand ich jetzt ganz hübsch, so mit diesem Polarlicht noch oben drüber. Und das spiegelt sich halt in einem Bergsee. Fand ich, sieht ganz hübsch aus, ganz gut aus. Ja. So, schauen wir mal die Steinchen noch an. Aber zuerst könnten wir es ausmessen. Gucke ich gerade, wo meine Maßband ist. Ja. Dann messen wir mal. Ich messe jetzt nur die Klebefläche aus. 34,9. Also doch ein ganz gutes Stück kleiner. Und hier sind wir bei 44,4.
Naja, gut. So, die Steinchen sind nochmal extra verpackt. So, und hier seht ihr, da ist diese Bildnummer nochmal mit dabei. Sowie die Nummer für das Symbol und die DMC-Nummer. Steinchen, ihr seht es auch hier, sie sind etwas staubig. Auch ein bisschen mehr schwarz, die 310 mit 2 Beutelchen. Aber dass das Bild jetzt doch so viele unterschiedliche Farben hat, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Es sind ja schon viele Braun- und Rottöne mit drin, Grüntöne. Ich glaube, das kommt ganz gut raus. Da kriegt man schön die Sachen hin. Und hier sieht man auch nochmal, ich glaube, das sind wieder Abstufungen genau von den Farben. Das ist doch ganz hübsch. Ja. Also nicht schlecht. 29 Farben, wie gesagt. Das ist schon einiges. Runde Steinchen. Wie gesagt, beim Teddy waren sie eckig. Hier sind sie rund. Und dann können wir mal gerade schauen, wie groß das Teddybild war. Wie da die Flächen sind. Weil das Teddybild hat ja hier diesen weißen Rand zum Beispiel nicht. Ihr seht es. Das ist sozusagen genauso wie das Bild selber. Auch hier unten. Und definitiv, mal schauen. Da messe ich jetzt auch noch von der Klebefläche her, damit wir uns da nicht vertun nachher noch. So, bis zur Klebefläche 48,2. Das gucken wir noch mal, dass wir es richtig haben. Ja, 48,2. Also von 50 ist das ganz gut, finde ich jetzt. Und hier Klebefläche 39. Also, das finde ich ganz schön. Also der hat fast seine Maße, so wie sie angegeben sind, mit dem 40 x 50. Und bei dem anderen ist es etwas kleiner. Tut dem Ganzen aber, wie gesagt, keinen Abbruch. Ja, das waren sozusagen die Sachen aus dem Teddy und dem Center Shop bei mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So ein kleiner
Shopping Haul mal von den Sachen, die man hier im Geschäft bei uns bekommt. Und wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Wie gesagt, dienstags kommt meistens was zum Diamond Painting und samstags kommt etwas zu meinen Häkelsachen. Ja, und in der Woche je nachdem, meistens donnerstags. Genau, in diesem Sinne könnt ihr mir gerne auch noch ein kleines Kommentar schreiben, wenn ihr mögt. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Macht's gut. Tschüss.